Ich begrüße euch ganz herzlich und heute möchte ich euch das Programm Olive vorstellen. Dafür gebe ich jetzt mal den Bildschirm frei. Und hier seht ihr jetzt das Programm Olive. Wir importieren jetzt zuallererst mal unsere Filmdatei. Dafür gehen wir oben auf die Leiste und gehen auf Datei und gehen dann auf Importieren. Hier habe ich schon ein paar Dateien vorbereitet und importieren sie in unser Schnittprogramm. Jetzt sind hier die Filmdateien, die wir verarbeiten wollen. Zuerst einmal wählen wir eine Datei an, klicken doppelt und sehen dann hier im Medienviewer ein Vorschaubild. Und hier fangen wir mit der Szene an. Bis hierhin. Dann nehmen wir die Szene und ziehen uns die Szene mit der Maus unten in unsere Timeline. So, hier haben wir jetzt schon den ersten Filmschnipsel. Hier nehmen wir nochmal eine Szene. Da setzen wir wieder einen In-Punkt für unseren Anfangspunkt. Dann wird es ja ein bisschen unscharf. Dann nehmen wir einen neuen In-Punkt, als die Szene scharf ist. Wenn die Szene scharf ist und jetzt geht sie dann los. Und das reicht uns auch schon. Und ziehen die Szene dahinter. So. Und nehmen die nächste Szene. Das ist eine S-Szene. Da gehen wir da rein. Und würden diese Szene jetzt auch hier runterziehen. Und dann gucken wir nochmal, was bei Clip 153 so, was es da alles gibt. Ja, da fitschen wir nochmal ein bisschen schneller durch und sehen, aha, da sind sie. Gehen wir schon mal auf I, so, da ist noch ein bisschen Bewegung. Hier gehen wir auch nochmal auf I für In-Punkt. Jetzt setzen wir nochmal den In-Punkt. Jetzt wird es interessant. Da sieht man jetzt das Eichhörnchen ein bisschen. Okay, da kommen die beiden um die Ecke. Gut, aha, da setzt sich da hin und das zweite Eichhörnchen kommt auch. Zack. Super, das nehmen wir und das ziehen wir uns auch runter. Das ist natürlich jetzt viel zu lang. Deswegen kann ich euch gleich zeigen, wie man so eine Szene kürzt. Also wir würden, sagen wir mal, hier ruhig schon wieder rausgehen, ne? Und würden hier einen künstlichen Schnitt machen. Das machen wir mit diesem Werkzeug. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Rasierklinge und damit können wir einen Schnitt machen und schneiden die Szene ab. Dann gehen wir nochmal auf die Pfeiltaste und ziehen bis zum Ende und gehen also hier vielleicht, wo das Eichhörnchen kommt, machen wir nochmal einen künstlichen Schnitt und können den ganzen Mittelteil wegschmeißen. Das hier ist der Mittelteil und da gehen wir mit der rechten Maustaste, das geht bei mir mit 2 Fingern, und gehen dann auf Ripple Delete. Dadurch werden die beiden Clips zusammengefügt. Ja, das gucken wir uns aber nochmal an, ob das irgendwie gut aussieht. Das sieht ein bisschen komisch aus, es springt. Deswegen würden wir einfach sagen, wir nehmen einfach, schieben den einen Clip weg, nach rechts, nehmen den anderen Clip, schieben die ganzen Clips zusammen. Ja, können die Clips hier alle markieren, alle 3. Und schieben sie zusammen. So, jetzt haben wir die Clips schon mal beieinander. Also ganz wichtig ist, dass ihr das ganze Projekt sichert. Also das ganze Projekt muss erst einmal gesichert werden. Da gehen wir wieder oben auf Datei und sagen Datei speichern unter. Und jetzt suchen wir uns einen Ort, wo der hingespeichert werden soll. In dem Fall würde ich das so lassen mit Schnittkurs, das bin ich, und würde hier oben den Titel eingeben. Das Eichhörnchen. So,
Das ist also mein Projektname. Ja, das ist ganz wichtig. Falls jetzt irgendwie was abstürzt, finde ich also dieses Programm unter diesem Namen wieder, unter meinem Titel, den ich dem Film gegeben habe. Wichtig ist auch immer zwischendurch mal einfach das Projekt speichern. Falls man zu viele Arbeitsschritte macht, schützt das also vor einem Absturz. Okay, wenn wir jetzt der Meinung sind, wir wollen hier diesen Clip hier gar nicht so lang haben, weil hier jetzt zum Beispiel schon so ein Schwenk kommt, ne? Dann können wir sagen, okay, hier möchte ich eigentlich das beendet haben. Das kann ich auf verschiedene Weise machen. Entweder ziehe ich das hier, gehe ich ans Ende vom Clip und ziehe es hier rein. Dann ist die Szene kürzer. Dann gehe ich hier in die Lücke rein und mache wieder Doppelklick, Ripple Delete, Empty Space und jetzt sind die beiden Clips zusammengefügt. Das ist eine Möglichkeit. Ich mache es nochmal rückgängig. Eine andere Möglichkeit ist, ich markiere mir die hinteren beiden Clips und schiebe sie zusammen. So, das geht auch. Wichtig ist, dass hier gibt es links so ein Snapping-Symbol. Das ist wie so ein Magnet, sieht das aus. Das ist wichtig. Das sollte immer angewählt sein, weil bei diesem Snapping seht ihr, dass diese Clips quasi so einrasten. Wenn ihr die zusammen macht, dann rasten die hier so ein und sind fest. Ne, sobald, wenn man das jetzt ausschalten würde, würde man hier einfach hin und her schieben und es wäre nicht fest. Deswegen machen wir das wieder rückgängig mit Command Z und gehen wieder auf das Snapping-Magnet-Symbol. So, jetzt haben wir im Prinzip schon unseren Film fast fertig. So einfach ist das. Und jetzt wollen wir ein bisschen Musik drunter legen. Dafür habe ich hier ein kleines Musikstück vorbereitet. Das lasse ich jetzt mal laufen. Das fängt an mit. Wunderbar, das will ich haben. Das nehme ich jetzt mal so ein Stück und ziehe es mir unten auf eine extra Tonspur nämlich. Also ich mache das mal hier hinten erstmal hin. Ich ziehe das jetzt nach vorne. Dadurch, dass das auch eine Bildspur ist, habe ich natürlich jetzt hier oben die Bildspur liegen. Und das möchte ich nicht haben. Das heißt, ich muss jetzt den Clip trennen. Da gehe ich auf diesen Clip und mache den einen Rechtsklick und sage verbinden, trennen. So, das ist Punkt 1 und dann kann ich diese obere Bildspur hier, kann ich mit Datei bearbeiten, löschen, kann ich die löschen. So haben wir jetzt quasi nur noch die Musik unten übergelassen. So, jetzt möchte ich gerne noch einen Titel hinzufügen. So, da habe ich jetzt die Wahl. Will ich den über das Eichhörnchen haben? Das könnte ich hier gut machen, das Eichhörnchen. Also gehe ich hier auf das Titelmenü, hier unten, da wo Plus steht, und sage Titel. Und jetzt kann ich mir hier oben einen Titel hinziehen. So, das sieht man daran, dass es gelb ist. Ne? Da ziehe ich einfach mit der Maus lang und habe hier einen Titel. So, jetzt will ich den Titel bearbeiten. Ich klicke hier auf den Titel. Ne? Also zuerst klicke ich auf den Titel, dann muss ich hier in die Mitte gehen, wo der Medium Viewer ist und gehe da ganz rechts auf Effekte. Auf Effekte, Titel. So, jetzt seht ihr schon, dass hier schon ein kleiner Titel eingeblendet ist. Da steht aber nur Sample Text. So, diesen Text möchte ich bearbeiten. So, da gehe ich hier auf Text bearbeiten, markiere den ganzen Text, dann schreibe ich einen neuen Titeltext rein und nenne den Film das Eichhörnchen. Punkt. Hier gebe ich den Wert 128 ein, damit die Schrift schön groß ist. Aber auch dafür muss ich den Titel wieder markieren, sonst funktioniert es nicht. Ich kann auch hier auf Fett gehen, also Bold. Bold ist Fett.
Und ich kann hier auf eine andere Schrift mir auch aussuchen. Also ich nehme zum Beispiel die Schrift Meta-OT. Ne? Die ist aber hinterher eingefügt, die werdet ihr nicht haben. Und wenn es hier markiert ist, dann gehe ich wieder auf diese 36, gebe hier 128 als Wert ein. Und hier unten bestätige ich das Ganze nochmal mit OK. Schon seht ihr, dass hier rechts der Titel da ist. So, was gefällt mir noch nicht so ganz? Mir gefällt noch nicht so ganz, dass der Titel erstmal keinen Schatten hat. Der soll noch einen Schatten bekommen. Da gehe ich hier weiter, scrolle ich weiter runter, aktiviere, dass er einen Schatten haben soll. Er hat immer noch keinen Schatten. Also gebe ich hier ein, bei Schatten Angel gebe ich den Wert 45 ein und gebe bei Schattenentfernung 10 ein. Und jetzt sehen wir, dass die Schrift einen Schatten bekommen hat. Das ist natürlich super. Ne? So, jetzt kann ich noch sagen, wo der Titel hin soll. Der ist mir so ein bisschen zu mittig. Also scrolle ich den hier. Okay, dann gehen wir mal auf 800. Dann haben wir den Titel hier etwas weiter unten. Oder vielleicht 750. So, dann haben wir den Titel so. Haben wir schon einen Titel drin. So, der braucht natürlich nicht so lange stehen, deswegen kürzen wir den Titel hier oben ein bisschen in der Timeline. So, jetzt kommt der nächste Punkt, und zwar geht es jetzt darum, eine Überblendung einzufügen. Ne? Bei Überblendungen hat er nur ganz wenige Möglichkeiten. Da gehen wir auf das Überblendungswerkzeug. Das ist dieses Viereck mit der Hälfte in dunkel und der Hälfte in hell. Das ist das Übergangswerkzeug. Das ist für Übergänge, Überblendungen. Ne? Hier gehen wir dann einmal an den Anfang vom Clip, klicken auf das Werkzeug und wählen aus Cross Dissolve. Wir wählen Cross Dissolve aus und ziehen hier ein bisschen, und so lange, hier unten sehen wir dann, wie lange der Übergang sein soll. Wir sagen mal 1 Sekunde. Das soll sozusagen 1 Sekunde aufblenden von schwarz. Ja? Genauso soll es bei dem Titel sein. Auch der soll 1 Sekunde aufblenden von schwarz. Und genauso soll es bei der Musik sein. Da müssen wir nochmal klicken und klicken auf Exponential Fade. Und dadurch können wir auch den Ton sozusagen einblenden lassen und hier unten auch. So, jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Ne, jetzt gehen wir hier oben, gucken uns das hier im Sequenzviewer an, also in unserem Sequenzangucker. Und schon seht ihr, so, das war eine sehr schöne Einblendung. Wunderschön. Und das gleiche machen wir am Ende auch. So, hier haben wir das Lied zu Ende ungefähr. Da gehen wir wieder auf die Pfeiltaste und kürzen den Endclip. Und hier den Clip verlängern wir noch ein bisschen. Und machen auch hier jetzt noch mal eine Blende rein, eine Abblende, wieder ein Cross Dissolve. Und zwar können wir das hier wieder zurückziehen auf, da gehen wir wieder auf ungefähr eine Sekunde. So, 21 Bilder. Und hier auch nochmal auf Cross Dissolve, auf Exponential Dissolve. Dann können wir auch den Ton ausblenden lassen. Und machen das ungefähr auf 1,7. Hier den Crossfade machen wir auch nochmal auf 1 Sekunde 7. Und die Musik Exponential Fades faden wir auch aus. So, dann haben wir das schon mal ausgefadet. Fertig. So, wunderbar. Also als nächstes können wir dann noch einen Abspanntitel machen. Dazu kopieren wir einfach uns den Titel mit
Command C und setzen ihn hinten nochmal hin. So, und gehen dann nochmal in unser Titelmenü. Da müssen wir natürlich hier den Text wieder bearbeiten. Dafür müssen wir den auch wieder komplett markieren und schreiben hier rein ein Film von, ja, ne? Okay, so, das haben wir hier ein Abspann, wir hier einen Film von Volker stehen und da machen wir jetzt einfach einen Rolltitel draus, indem wir hier auf Auto-Scroll gehen und sagen hoch. Der soll jetzt also hochgehen. Und schon sieht das Ganze so aus. Ein Film von Volker. So, wunderbar. Das sollte vielleicht noch ein bisschen höher sein. Dadurch macht das jetzt allerdings größer. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber so scrollte es wenigstens hier raus. Ja, es soll schon über das ganze Bild gehen. Okay, hier haben wir dann einen Film von Volker, wunderbar. So, Titel ist auch drin. Ach so, was ich vergessen habe. Es geht noch darum, dass wir jetzt auch Übergänge machen können. Und zwar zwischen diesen Szenen hier. Wenn das Eichhörnchen hier hochklettert, sind das sehr schnelle Schnitte. Und da geht es genauso. Wir gehen mit dem Cursor dahin, klicken hier unser Übergangswerkzeug links an und sagen wieder Cross Dissolve und ziehen uns hier auch ungefähr eine Sekunde als Übergang rein. Das gleiche machen wir hier, ne? Und machen auch eine Sekunde ungefähr. Das gleiche machen wir hier. Und das gleiche machen wir hier. Und hier machen wir noch eine Ausblende. Haben wir es schon gemacht? Eine Blende in schwarz. So, wunderbar, haben wir auch gemacht. Wunderbar, so ist der Film im Prinzip also fertig. Jetzt können wir noch ein Logo einbauen. Dafür habe ich hier das Logo von unserem Verein vorbereitet. Das sieht man jetzt, wenn man wieder auf den Medienviewer geht. Und das hätte ich jetzt gerne noch über den gesamten Film. Also ziehe ich mir das auf eine neue Tonspur, Bildspur meine ich. Und zwar liegt die hier drüber. Ich ziehe es erstmal dahin, gehe wieder auf die Pfeiltaste und ziehe es auf eine höher liegende Bildspur. Dafür muss ich jetzt hier die ganzen Spuren ein bisschen runterziehen und sehe jetzt hier das Bild. Dann nehmen wir das mal hier hin. Cross Dissolve. Ja, hier macht das jetzt eine Sekunde und das Ganze ziehen wir uns bis nach vorne und ziehen am Ende den ganzen Clip lang weg bis hierhin. Gucken uns das an, ziehen uns das hier ein bisschen kleiner. So, klein und ziehen uns das hier oben in die linke obere Ecke. Dann gehen wir mit dem Cursor ans Ende und machen nochmal Cross Dissolve und versuchen, ob er hier ein Cross Dissolve nochmal macht. 1,7 Sekunden, wunderbar. Das heißt, er blendet das jetzt auch nochmal ein. Super, und blendet es hier wieder aus. So, wunderbar. So ist unser Film eigentlich fertig. Jetzt können wir den gesamten Film exportieren. Wir gehen dafür auf Datei, auf Exportieren. So, dann gucken wir uns dieses Exportierfenster mal genau an. Wichtig ist, dass hier im Bereich nicht In und Out angeklickt ist, sondern dass hier im Bereich komplettes Sequence angeklickt ist, sodass er uns die gesamten 40 Sekunden, wie lang der Clip jetzt ist, auch exportiert. Bei der Qualität könnt ihr mit der Maus mal so drauf gehen. Dann sagt er euch schon, hier 17:18 ist optisch verlustfrei, komprimiert, aber nicht bemerkbar. Das heißt, 17:18 ist eigentlich eine gute Qualität. Also stellen wir hier 17 ein und alles andere können wir so lassen.
Bildfrequenz 25 ist auch richtig. So, jetzt gehen wir auf Export, hier unten. Export heißt, wir wollen es aus dem Programm raushaben als eigenständigen Film. So, jetzt fragt ihr uns wieder, wo willst du das denn hinhaben? Wo wollen wir es hin exportieren? Ich mache das immer ganz einfach. Hier oben gebe ich nochmal den Namen ein. Der heißt das Eichhörnchen. Und dann exportiere ich es auf den Desktop, damit ich es direkt mir angucken kann. Und gehe auf Sichern. Und jetzt sehe ich hier unten, wie der Balken hier läuft. Und es braucht ein bisschen, bis er das exportiert, weil es doch schon eine ganz hohe Qualität ist. Und damit ist im Prinzip das Schnittprogramm fertig. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das dauert jetzt ein bisschen. Naja, ich schätze mal, das dauert jetzt ungefähr so lange, wie der Film lang ist. Okay, jetzt können wir eigentlich hier dieses ganze Ding hier ausblenden. Und gucken jetzt mal auf dem Schreibtisch, öffnen den Schreibtisch und gucken uns den Film an. Ei, 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 Eichhörnchen, kletterst hoch auf jedes Bäumchen. Ei, 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 Eichhörnchen, immer hin und her. Zeigst uns, wie du klettern kannst, zeigst uns deinen Klettertanz. Und dein schöner Wuschelschwanz fliegt von Baum zu Baum. Husch. Ei, 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 Eichhörnchen, kletterst hoch auf jedes Bäumchen. Ei, 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 Eichhörnchen, immer hin und her. Ja, dein toller Wuschelschwanz, der kann Dinge allerhand. Dient dir mal als Sonnenschutz, Fallschirmsteuerrad. So, ja, damit ist der Film fertig. Das war das Programm Olive.